Der Wecker klingelt. Der Körper steht auf. Die Augen öffnen sich. Die Hände greifen automatisch zum Handy. Nachrichten, Termine, Stimmen, Licht, Bewegung. Und trotzdem fühlt sich innerlich alles an, als wäre das Leben noch gar nicht gestartet. Nicht traurig, nicht panisch, nicht einmal richtig erschöpft. Nur leer. Wie ein Mensch, der funktioniert, aber nicht mehr wirklich anwesend ist. Das Gefährliche daran? Von außen wirkt alles normal. Man geht arbeiten, man antwortet. Man lacht sogar manchmal im richtigen Moment. Und genau deshalb erkennt fast niemand, was hier wirklich passiert. Denn manche Menschen brechen nicht sichtbar zusammen. Sie verschwinden langsam in sich selbst. Und genau das ist der Überlebensmodus. Nicht Drama, nicht Chaos, sondern permanentes inneres Aushalten. Der Körper sitzt längst nicht mehr im Leben, sondern nur noch im Schutzmodus. Hier beginnt die eigentliche Falle. Viele glauben nämlich, Heilung bedeutet, ich muss nur positiv denken. Ich muss mich motivieren. Ich muss mich endlich zusammenreißen. Doch das Nervensystem interessiert sich nicht für Motivation. Es interessiert sich nur für eine Frage: Bin ich sicher? Und wenn die Antwort unbewusst Nein lautet, kann selbst ein ruhiger Raum sich wie Gefahr anfühlen. Das klingt harmlos. Ist es nicht. Denn plötzlich erklärt sich etwas Seltsames. Warum Menschen müde sind, obwohl sie schlafen. Warum sie sich zurückziehen, obwohl sie Nähe vermissen. Warum sie ständig scrollen, obwohl sie innerlich völlig überreizt sind. Der Körper vergisst Dinge, die der Kopf längst verdrängt hat. Und genau deshalb fühlt sich Überlebensmodus oft so unsichtbar an. Man lebt weiter, aber das Nervensystem zieht längst nur noch Notstrom. Nachts leuchtet das Handy kurz auf. Sofort spannt sich der Brustkorb an. Eine Nachricht, ein Geräusch im Flur, Schritte draußen. Der Kopf scannt weiter, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Und jetzt wird es wirklich seltsam. Viele Menschen nennen genau das ihre Persönlichkeit. Ich bin halt immer angespannt. Ich brauche ständig Ablenkung. Ich kann einfach nie abschalten. Nein, das ist oft kein Charakter. Das ist ein Körper, der nie gelernt hat, dass Ruhe ungefährlich sein kann. Und genau die Menschen, die nach außen stark wirken, tragen oft die größte innere Erschöpfung. Hier wird es brutal. Denn irgendwann beginnt das Nervensystem nicht nur Gefahr zu erkennen, sondern Leben selbst zu vermeiden. Freude wird anstrengend, Nähe wird kompliziert, Ruhe wird verdächtig. Man sitzt mit Freunden am Tisch, hört Gespräche, nickt im richtigen Moment und fühlt sich trotzdem innerlich kilometerweit entfernt. Wie hinter Glas. Doch Heilung beginnt nicht dort, wo Menschen denken. Nicht beim großen Durchbruch. Nicht bei emotionalen Explosionen. Sondern bei etwas viel Kleinerem: Sicherheit. Das Nervensystem heilt nicht durch Druck. Es heilt durch wiederholte Signale: Du musst gerade nicht kämpfen. Und genau deshalb startet echte Veränderung oft unspektakulär. Das Handy für 10 Minuten ausschalten, eine Decke, gedimmtes Licht, ein Platz im Zimmer, der sich ruhig anfühlt. Kleine Routinen, gleiche Uhrzeit, gleicher Tee, gleiche Musik. Das wirkt banal, doch genau hier beginnt der Stopp des inneren Alarms. Der Körper beobachtet nämlich alles. Geräusche, Hektik, Tonlagen, Gesichter, selbst Räume. Und wenn das Nervensystem jahrelang im Überlebensmodus war, interpretiert es Unvorhersehbarkeit wie Gefahr. Deshalb beruhigen manche Menschen sich plötzlich, sobald Regen gegen das Fenster prasselt oder ein Ventilator monoton summt. Vorhersagbarkeit bedeutet Sicherheit. Und Sicherheit verändert Biologie. Doch genau hier machen viele einen fatalen Fehler. Sie wollen sofort alles aufarbeiten. Alles verstehen, jede Wunde analysieren, jede Erinnerung öffnen. Doch ein überfordertes Nervensystem heilt nicht schneller durch Druck. Es kollabiert nur eleganter. Das ist kein Zufall. Viele Menschen fühlen sich nach intensiver Selbstoptimierung plötzlich noch erschöpfter, noch leerer, noch weiter weg von sich selbst, weil der Körper irgendwann sagt: zu viel.
Manche Traumata verschwinden nicht durch Gewalt gegen sich selbst, sondern durch langsames Auftauen, und das verändert alles. Der Raum ist still, kein Streit, keine Gefahr, und trotzdem fühlt sich der Körper schwer an. Genau dort beginnt Phase 2, das Auftauen. Und ehrlich, diese Phase erschreckt viele Menschen mehr als der eigentliche Überlebensmodus. Denn plötzlich taucht Energie auf, die jahrelang eingefroren war. Zittern, Unruhe, Müdigkeit, Emotionen ohne klare Erklärung. Der Körper beginnt zu reden. Und fast niemand hat gelernt, diese Sprache zu verstehen. Hier wird es wirklich interessant. Denn Heilung fühlt sich am Anfang oft nicht gut an. Nicht, weil etwas falsch läuft, sondern weil der Körper aufhört zu betäuben. Manche Menschen weinen plötzlich wegen Kleinigkeiten, andere werden grundlos wütend, wieder andere fühlen eine seltsame Müdigkeit, als würde der Körper jahrzehntelangen Schlaf nachholen. Und genau hier steigen viele wieder aus, weil sie denken, es wird schlimmer. Doch oft passiert das Gegenteil. Der Körper taut auf. Das Nervensystem beginnt langsam zu begreifen, dass es nicht mehr dauerhaft im Alarm bleiben muss. Doch damit beginnt etwas viel Größeres. Denn eingefrorene Energie verschwindet nicht einfach. Sie will sich bewegen. Und jetzt passiert etwas Absurdes. Kleine Dinge können plötzlich riesige Wirkung haben. Summen, langsames Ausatmen, barfuß über den Boden laufen, die Hand auf den Brustkorb legen, 10 Minuten ohne Bildschirm. Das Gehirn hält solche Dinge oft für lächerlich. Doch der Körper versteht sie sofort. Besonders der Vagusnerv. Dieser unsichtbare Schalter zwischen Alarm und Sicherheit. Viele Menschen versuchen ihre Heilung über Gedanken zu lösen, obwohl ihr Nervensystem längst körperlich reagiert. Deshalb bringt ewiges Grübeln oft nichts. Der Körper braucht neue Erfahrungen, nicht nur neue Analysen. Und plötzlich ergibt alles Sinn. Der Atem wird flacher, wenn Stress kommt. Die Schultern ziehen hoch. Die Augen scannen Räume automatisch. Das Nervensystem lebt in Erwartung, immer bereit, immer wachsam. Doch wenn ein Mensch langsam lernt, wieder länger auszuatmen, verändert sich mehr als nur die Atmung. Das System registriert, vielleicht muss ich gerade wirklich nicht kämpfen. Das klingt klein, ist aber biologisch revolutionär. Manche starke Menschen sind in Wahrheit nur Menschen, die nie gelernt haben, sich sicher zu fühlen. Dieser Satz trifft härter, als vielen lieb ist. Und trotzdem gibt es einen Moment, an dem Heilung plötzlich eine neue Richtung nimmt. Einen stillen Moment. Fast unscheinbar. Man sitzt irgendwo. Vielleicht morgens mit Kaffee. Vielleicht nachts im Bett. Und für 2 Sekunden scannt der Kopf plötzlich nichts mehr. Keine Gefahr, keine Anspannung, kein inneres Rennen, nur Ruhe. Kurz, fast unmerklich. Doch genau dort beginnt Phase 3. Nicht überleben, leben. Hier verändert sich der Fokus komplett. Der Körper fragt nicht mehr ständig, wie komme ich durch, sondern langsam, wie möchte ich eigentlich leben? Und das fühlt sich am Anfang fast fremd an. Viele Menschen wissen nämlich gar nicht mehr, was ihnen wirklich Freude macht, weil sie jahrelang nur funktioniert haben. Das ist die traurige Wahrheit. Wer zu lange überlebt, verliert irgendwann den Zugang zu echtem Erleben. Essen schmeckt neutral. Gespräche wirken weit weg. Selbst schöne Momente erreichen einen nicht richtig. Doch genau hier beginnt die Rückkehr. Und sie beginnt oft seltsam leise. Man lacht plötzlich ehrlich. Nicht höflich, nicht sozial angepasst. Echt. Musik fühlt sich wieder intensiv an. Sonnenlicht fällt durchs Fenster und der Körper reagiert darauf. Kleine Dinge bekommen plötzlich wieder Bedeutung. Und genau das macht diese Phase so emotional. Denn viele Menschen merken erst dann, wie lange sie eigentlich innerlich weg waren. Hier wird es weich. Aber auch brutal ehrlich. Denn Integration bedeutet nicht, dass nie wieder schwere Tage kommen. Es bedeutet, dass der Körper nicht mehr dauerhaft gegen das Leben arbeitet. Grenzen setzen wird plötzlich wichtiger als Menschengefallen. Ruhe fühlt sich nicht mehr schuldig an. Und jetzt kommt der Teil, den kaum jemand ausspricht.
Manche Beziehungen funktionieren nur, solange du im Überlebensmodus bleibst. Und sobald du gesünder wirst, verändert sich die ganze Dynamik. Das kann einsam wirken. Doch genau hier entsteht echte Selbstachtung. Viele Menschen haben nie gelernt, dass Nein ein Sicherheitsmechanismus sein kann. Deshalb sagen sie ständig Ja, während ihr Nervensystem innerlich längst kollabiert. Doch Heilung bedeutet irgendwann, den eigenen Körper nicht mehr permanent zu verraten. Und genau das verändert Identität. Nicht jede Erschöpfung kommt von Arbeit. Manche kommt vom permanenten Überleben. Dieser Satz erklärt mehr Leben, als vielen bewusst ist. Der verrückteste Teil daran? Das Nervensystem heilt selten linear. Manche Tage fühlen sich leicht an. Andere ziehen einen plötzlich zurück. Ein Geruch, eine Stimme, eine Nachricht. Und der Körper reagiert wieder wie früher. Doch genau dort missverstehen viele Heilung. Rückfälle bedeuten nicht automatisch Rückschritt. Oft bedeutet es nur, dass das System gerade lernt. Langsam, Schicht für Schicht. Sicherheit entsteht nicht durch einen einzigen Moment, sondern durch tausende kleine Erfahrungen. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Wahrheit von allen. Heilung ist kein Ereignis, kein magischer Morgen, kein TikTok-Moment. Heilung ist ein Körper, der langsam aufhört, Krieg gegen sich selbst zu führen. Das dauert. Manchmal länger, als man möchte. Doch jeder kleine Schritt zählt. Jede ruhige Minute, jede gesetzte Grenze, jeder Moment, in dem der Körper für einen Augenblick nicht kämpfen muss. Und vielleicht sitzt genau jetzt jemand nachts wach, hört gerade diese Worte und merkt plötzlich, ich bin nicht kaputt. Mein Nervensystem ist nur erschöpft. Und allein dieser Gedanke kann schon der Anfang von etwas Neuem sein. Nicht perfekt, nicht sofort, aber echt. Deshalb interessiert mich etwas. In welcher dieser 3 Phasen fühlst du dich gerade am ehesten? Noch im ständigen Alarm, im vorsichtigen Auftauen? Oder schon irgendwo zwischen Überleben und echtem Leben? Schreib es in die Kommentare. Nicht für den Algorithmus, sondern weil Menschen oft erst heilen, wenn sie merken, dass sie mit diesem inneren Kampf nicht allein sind. Und während viele nachts glauben, sie seien einfach nur schlechte Schläfer, steckt dahinter oft etwas viel Tieferes. Denn manche Menschen gehen nicht spät schlafen, weil sie Zeit verschwenden wollen, sondern weil die Nacht der einzige Moment ist, in dem sich ihr Nervensystem endlich ein kleines bisschen sicher fühlt. Genau darum geht es im verlinkten Video. Und wenn man das einmal verstanden hat, sieht man Schlaf plötzlich nicht mehr als Gewohnheit, sondern als psychologisches Spiegelbild eines inneren Zustands.